Moin Moin, ich bin Sönke Strampe und wir sind hier im Landkreis Uelzen, genauer gesagt Rieste bei Bienenbüttel. Wir bewirtschaften 250 Hektar nach ökologischer Anbauweise und wir haben hier unseren Schwerpunkt, die Süßkartoffel. Seit 2016 bauen wir die Süßkartoffel an, haben vieles probiert und ja, mittlerweile machen sich die ganzen Erfahrungen bezahlt. Es sind jetzt insgesamt schon 4 Hektar geworden und wir haben hier auch eine neue Hacktechnik, was wir im Prinzip dazu entworfen haben mit der Firma Kult Kress Landtechnik. Und ja, da ist es besonders wichtig, dass die Süßkartoffel sehr, sehr schonend behandelt wird, weil unten im Prinzip die Wurzeln, die bilden dann sogenannte Wurzelnverdickung und das sind dann die Süßkartoffeln. Wir arbeiten dieses Jahr das erste Mal mit der Hacke. Es gibt immer einiges noch umzustellen und zu ändern, aber so ist es eben, wenn man neue Sachen ausprobiert. Dementsprechend haben wir bei unserer Hacke vorne als erstes schneidende Scheiben, die die Dammflanke abschneiden, falls wir hier Unkräuter haben. Dann haben wir hier im mittleren Bereich die Fingerhacke. Die führt sich auf dem Damm und arbeitet entsprechend dann auf dem Damm und bewegt hier die Erde leicht mit der Fahrtgeschwindigkeit, dadurch angetrieben, auf dem Damm und macht hier nochmal kleine, feine Unkräuter, wie hier. Das ist der richtige Zeitpunkt, wann man ankommen muss. Lose und so, dass die im Prinzip hier auf dem Damm austrocknen. Dahinter haben wir hier diese großen Häufelsscheiben. Hier können wir im Prinzip auch noch den Gutfluss der Erde dann gut bestimmen und einstellen. Und natürlich mit der Fahrgeschwindigkeit auch, dass wir wirklich dann dementsprechend viel Erde auf den Damm noch rauf bekommen, damit zum einen die Süßkartoffel geschützt ist und zum anderen anderes Unkraut, loses Unkraut, was wir hier noch haben, dann nochmal verschüttet wird. Am besten 2-3 cm mit Erde bedeckt, damit diese auch nicht irgendwie wieder durch die Erdoberfläche durchstoßen. Also hier haben wir mal eine Süßkartoffel. Wir haben sie Ende Mai, Anfang Juni gepflanzt. Aktuell ist Ende Juli und man sieht schon ganz klar, hier die Bildung der Süßkartoffeln. Die Süßkartoffel bildet sich aus einer Wurzel, welche dann immer Ende Juli dann langsam anfängt, sich zu verdicken. Und das ist im Prinzip dann ein ganz natürlicher Vorgang der Pflanze. Sie speichert die Nährstoffe, welche sie aufnimmt, über die Luft, übers Blatt, dann in ihren Speicherwurzeln ein. Und daraus entstehen dann unsere leckeren Süßkartoffeln. Man sieht ja hier schon noch den alten Erdtopf, den wir gepflanzt haben Ende Mai. Und da ist es auch wichtig, den sehr tief zu setzen hier, wie er auch erscheint im Damm. Also wirklich bis hierhin ist ja sonst die Erdschicht. Und da ist es dann wichtig, in diesem Bereich nicht mehr mit den Hackwerkzeugen ranzukommen. Ansonsten würden wir diese Wurzeln abreißen und dementsprechend Ertrag reduzieren. Herzlich willkommen zur Süßkartoffelernte. Wir haben es jetzt Mitte Oktober und das ist dann unsere Zeit für die Süßkartoffelernte.
Das machen wir daran fest, an der Größe der Knollen, im Prinzip an der Proberodung. Wir wollen immer so ein zwischen 300 und 500 Gramm Format haben. Das ist die beste Größe zur Vermarktung. Und dann natürlich auch von der Zeit her, von den Temperaturen. Wir wollen danach noch Wintergetreide bestellen und dementsprechend müssen wir vorher die Süßkartoffeln gerodet haben und daran legen wir den Erntezeitpunkt fest. Bei der Süßkartoffelernte kommt es darauf an, dass die Süßkartoffel besonders schonend behandelt wird. Schonend kriegen wir beim Roden dadurch hin, dass wir mit viel Erde arbeiten, das im Prinzip als Schutzpuffer nutzen und natürlich auch über die Geschwindigkeit. Alles läuft sehr, sehr langsam. Es ist nichts beim Roder Zapfwellen angetrieben, sondern alles über die Hydraulik. Wir haben hier einen Frühkartoffelroder, den wir extra für die Süßkartoffelernte umgebaut haben. Durch andere Siebbänder, besonders schonenden Antrieb, viel mit Gummi, Teppich ausgestattet, damit die Süßkartoffeln schonend behandelt werden. Und dadurch können wir eine maschinelle Ernte der Süßkartoffel erreichen. Selbst in den USA und in Spanien wird es immer noch per Hand geerntet. Das heißt, die Süßkartoffeln werden vorher in einen Schwatt gelegt, der Damm wird einmal aufgebrochen und dann kommen zahlreiche Erntehelfer aus verschiedenen Ländern und sammeln die Süßkartoffeln per Hand auf. Und gerade das wollen wir bei uns vermeiden, sondern wollen den technischen Fortschritt erreichen und die Süßkartoffelernte mit einem Rodeverfahren erreichen. Die Ware kommt gerade hoch und geht gerade nach hinten in die Kiste hinein, ohne irgendeinen Richtungswechsel. Hier hinter uns haben wir auch noch einen kleinen Versuch Kürbis. Mal eine Reihe probiert mit der Pflanzmaschine und dann dementsprechend mit der gleichen Hacke. Hat auch gut geklappt. Man sieht ja auch, der Kürbis macht dicht und ja, wunderbar und freuen uns, den im Prinzip dann auch zu ernten im September. Also der Kürbis hat im Prinzip die gleichen Bedingungen, Anforderungen wie Süßkartoffeln. Der Kürbis mag es gerne warm und wird so im Prinzip April, Mai gepflanzt, dann, wenn es keinen Frost mehr gibt. Zudem muss er auch ähnlich gelagert werden wie die Süßkartoffel, also wirklich eher so bei 12, 15 Grad und ja, immer gut durchlüftet, damit die Ernteware lange erhalten bleibt. Beim Kürbis haben wir im Prinzip große, lange Ranken, an denen sich immer wieder Blüten bilden. Hier auch eine Blüte und hier haben wir es mal ganz deutlich, wo sich dann im Prinzip unter so einer Blüte die Frucht bildet, der kleine Hokkaido-Kürbis. Also, wir haben jetzt Ende Juli und im Prinzip hier schon am Kürbis gute, große Früchte dran. Da sieht man die Bedingungen, der Dünger hat alles gewirkt und es klappt und die Pflanze ist gesund. Hier natürlich haben wir es auch manchmal mit unserer Hacke erwischt, aber das ist so, Verluste entstehen im ökologischen Anbau. Darauf haben wir uns eingestellt und sind aber trotzdem zufrieden, einen so guten, großen, gesunden Kürbis zu haben.